Macht und Reichtum, eine altbekannte Intimität. Im Grunde ist es so: Die Superreichen eines Landes müssen sich nicht einmal selbst auf den Regierungsstuhl setzen, um den Staat zu lenken. Es reicht völlig aus, wenn sie, während die Regeln neu geschrieben werden, in Hörweite am Tisch stehen. Und bekanntlich werden in modernen Volkswirtschaften die Regeln ständig irgendwo neu definiert. Mal durch eine Steueramnestie, mal bei einer Ausschreibung oder durch jene gigantischen Rettungspakete nach dem Motto: bloß das System nicht kollabieren lassen. Meistens hat man uns diese Dinge über die Schiene der Moral erklärt. Er hat Bestechungsgelder gezahlt, Vetternwirtschaft betrieben, Korruption war im Spiel. Sicher, das gibt es, das ist keine Lüge. Aber wenn wir nur darauf schauen, verpassen wir das große Ganze, das eigentliche Räderwerk des Systems. Die Sache ist nicht persönlich, sondern strukturell. Regierungen legen die Marktregeln fest. Sie entscheiden, wer Steuern zahlt, wer den Zuschlag für einen Auftrag erhält und wer zum Monopolisten aufsteigt. Vor allem aber wählen sie in Krisenzeiten aus, wer pleite gehen darf und wer gerettet wird. Wer also über enormes Kapital verfügt, hat einen hervorragenden Grund, in unmittelbarer Nähe des Staates zu bleiben. Die sauberste Form der Einflussnahme besteht nicht darin, Regeln zu brechen, sondern diese Regeln selbst zu schreiben, sie zu dehnen oder winzige Ausnahmen hineinzuschmuggeln, die niemand bemerkt. Eine uralte Geschichte Reichtum und Staat liegen seit Jahrhunderten im selben Bett. Früher brauchten Könige Geld und Kaufleute Schutz. Heute haben sich die Namen geändert. An die Stelle der Court Banker sind Lobbyisten für strategische Investoren getreten, aber das Spiel bleibt dasselbe. Der Staat verlangt Stabilität und Steuern, während das Großkapital Privilegien und eine Nicht-Pleite-Gehen-Garantie erwartet. Besonders seit Regierungen so tief im Anleihemarkt verwurzelt sind, um sich zu verschulden, hat sich diese Beziehung verfestigt. Der Staat braucht Geld zum Überleben. Und das Geld braucht den Knüppel des Staates, also die gesetzliche Gewalt, um zu wachsen. Reiche streben also nicht nur nach Profit, sie scharen sich dort um das Zentrum der Macht, wo sie diesen Profit am bequemsten schützen können. Die Drehtürpolitik und der unsichtbare Einfluss von außen betrachtet, wirken diese Vorgänge oft langweilig. Ein technischer Steuerparagraph, eine winzige Befreiung, aber genau hier steckt der Teufel im Detail. Sogar die OECD warnt, diese übermäßige Einflussnahme wird oft lange vor einem Skandal hinter verschlossenen Türen geregelt. Und dann ist da noch das Phänomen der Drehtür, Revolving Door. Da sieht man, wie jemand, der heute noch staatlicher Prüfer war, morgen im Aufsichtsrat eben jener Bank sitzt, die er zuvor kontrolliert hat. Diese Menschen sprechen dieselbe Sprache, bewegen sich im selben Milieu. Folglich bedeutet das, was sie Gemeinwohl nennen, nach einer Weile dasselbe wie der Nutzen dieser kleinen Elite. Es bedarf nicht einmal geheimer Telefonate, man ist sich ohnehin stillschweigend einig darüber, was angemessen ist. In der Krise fallen die Masken. In normalen Zeiten merkt man kaum, ob Lobbyarbeit geleistet oder gemauschelt wurde. Alles bleibt abstrakt. Doch wenn eine Krise ausbricht, klärt sich das Bild. Eine Entscheidung muss getroffen werden. Wen retten wir? In diesem Moment zeigt der Staat, wem er tatsächlich am nächsten steht. Während Großbanken gerettet werden, wird die Rechnung meist der Allgemeinheit in Form von Entlassungen oder Inflation aufgebürdet. Reiche müssen also nicht jedes Spiel gewinnen. Es reicht, wenn sie auf der Liste derer stehen, die zu groß zum Scheitern, too big to fail sind. Fazit: Es geht nicht nur um die Frage, dieser reiche Mann ist böse oder jenes Regierungsmitglied ist korrupt. Der moderne Staat und das riesige Kapital sind untrennbar miteinander verbunden. Diese Bindung wird durch Ausschreibungen, Steuergesetze und Rettungspakete genährt. Was früher wie zufällige Entscheidungen aussah, erscheint bei dieser Betrachtungsweise plötzlich als Teil einer sehr logischen Koordination. Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die menschliche Psychologie und Machtinteressen nie ändern. Wenn dir dieser Blickwinkel gefallen hat, dann bleib dran. In den staubigen Seiten der Vergangenheit liegen noch viel mehr Antworten. Das war's für heute bei Die Vergangenheit. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns morgen.